sogar vom australischen Government dazu ausgewählt worden, dass hier die australische Weltfriedensglocke hängt. Open Wheelers, ein George Reed Special. Das heißt, der George Reed hat das Ding selber gebaut. 30er, 40er, 50er. Und der hat das Ding selbst zusammengezimmert. Gestatten? Heike? Luis? Heike? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier, keine Ahnung wo. Was ich weiß ist, wir stehen an einem Weiher und wir haben ein paar Siloarts und ein Wandgemälde hier in dem Ort gefunden, wie immer der auch heißen mag. Wir stehen in Tungama, so richtig ausgesprochen ist. Keine Ahnung. Und man hört vielleicht im Hintergrund, hier sind Unmengen an Papageien. Ich denke, es sind Galas, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist ein riesen Schwarm, der hier ist. Die weißen? Ja? Ja, das sind gestern auch, wie ich gestern die haben auch hier einen Toilettenblock. Und wenn du zum Toilettenblock hingehst, an jedem Baum, wo man vorbeiläuft, über einem schrecken sie dann auf und fliegen aus den Bäumen raus. Also man sieht die gar nicht, aber man hört die Sehr gut. Den ganzen Tag, ja. Und das sind Unmengen hier. Also das sind Jedenfalls der Campground ist auch kostenlos. Donation. Und Donation, okay, gut, Donation. Aber der Platz an sich ist gut. Kann man was draus machen? Er ist nicht überlaufen, könnte ein bisschen mehr Grün haben, besonders wenn man jetzt hier an den Weiher denkt. Aber ansonsten, wie gesagt, für ein, zwei Nächte ist der total ausreichend. Absolut. Ja, gestern Abend haben wir dann noch eine kleine Tour gemacht in Richtung, ich glaube, das Ding heißt Mulvale. Das liegt auf der New South Wales Seite, direkt hinterm Murray River. Und da haben wir uns eine Light- und Lasershow in diesen Wasserski-Club angeguckt. Also wirklich interessant. War eine relativ kleine Show, klar, ist eine relativ kleine Ortschaft, aber ich war beeindruckt. Die haben, keine Ahnung, was haben die da gehabt? Bestimmt 8 Lasers oder sonst irgendwas. Und wie man sieht, wir genießen heute unseren selbstgemachten Pflaumenmus zum Frühstück. Und danach geht's weiter. Und wir fahren in Richtung Sydney, oder? Ja, also auf jeden Fall Sydney ist mehr oder weniger unser Ziel. Eigentlich wollen wir gar nicht hin, weil wir eigentlich keine Großstädte mögen. Aber wir haben gesagt, wenn wir unterwegs sind und hier in Australien, wir müssen wenigstens einmal uns das Operahaus angucken und müssen wenigstens das Ding einmal antatschen und danach machen wir uns dann auch gleich wieder vom Acker. Ja. Aber so die Richtung stimmt, also ob wir jetzt nur die Straße im Norden nehmen oder ein bisschen weiter von Süden kommen, wissen wir noch gar nicht. Ja. Keine Ahnung. Auf alle Fälle wissen wir, dass wir Sydney heute nicht erreichen werden, vielleicht in 2 oder 3 Tagen. Und dann schauen wir mal weiter. So aus, als wenn am Hume Highway das Schild an der richtigen Stelle steht. Oder fast, weil die Grenze ist ja rein theoretisch direkt im Murray River und wir waren im Grunde genommen direkt dahinter. Hinter dem Fluss. Aber zumindest dichter dran als vom Princess Highway. Am nächsten Tag erkunden wir Albury und lassen uns von ein paar Regentropfen nicht aufhalten. Im Botanischen Garten finden wir einige große Bäume. In Australien ist eben alles etwas größer. Und so finden wir eine einzelne Schuppe von einem Tannenzapfen. Bei der Größe muss man sich mal den ganzen vorstellen.
kein Wunder, dass sie ein Schild aufstellen müssen. Und der Garten wird gerade mit Lichtern dekoriert, welche uns an die Fields of Lights erinnert. Wir ziehen weiter ins Museum und sehen uns die Geschichte von Albury an. Von den ursprünglichen Besitzern des Landes über die neuen Siedler bis zum Heute. Und als letztes bummeln wir noch die Hauptstraße entlang und bewundern die historischen Gebäude. Wir sind jetzt in Juni, würde ich sagen, wird es ausgesprochen. Und wir stehen kostenlos hinter dem ehemaligen, was hatte ich gesagt? Ehemalige Soldaten Memorial Club, also im Prinzip für Leute, die gedient haben. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen in dem Ort noch Da um. steht ein Schild Old Bakery. Ich weiß bloß nicht, ob die offen hat oder ob das was ist. Hier ist ein Schauen wir mal. Museum. Ja. Ich glaube aber nicht, dass da eine Bakery ist. Uns hat es heute nach Kaura verschlagen und wir machen hier einen kleinen Stopp an dem POW Camp. Und so wie wir es mitgekriegt haben, war hier früher ein Lager gewesen, an dem Kriegsgefangene im Prinzip untergebracht wurden. Kriegsgefangenenlager Nummer 12. Hier hast du noch ein bisschen die Geschichte. Generell, nochmal kurz bloß zusammengefasst für den Krieg. Aber das habe ich so noch nie gesehen, in der kleinen Ecke hier. Hier sind die formell Kriegserklärungen, die es im Zweiten Weltkrieg gab. Dachte, da gab es vielleicht eine Handvoll. Das sind ungefähr 40. Also genau angefangen mit Kriegserklärung Deutschland 1939. Und dann Südafrika war dann drin, dann kam Kanada, dann kamen die Niederlande, Italien, Belgien und dann, wie die alle gegeneinander unter sich den Kriege erklärt haben, bis als letztes sogar im Juli 1945 Norwegen Krieg zu Japan erklärt hat. Wahnsinn. Was erklärt, warum das Ding jetzt Weltkrieg heißt. Ja, aber wie gesagt, da kriegst du normalerweise nie was mit so eine Sachen. Deswegen sage ich Aber- ja, wir haben im Prinzip, für uns war der Zweite Weltkrieg immer nur Deutschland gewesen. Ja, und hier siehst du sogar Panama war auch mit drin. Panama mit Japan, also überall, deshalb Weltkrieg, ja, überall auf der ganzen Welt. Okay, und die Tafel sagt was über den Frieden. Relativ erstaunlich, Kaura ist sogar vom australischen Government dazu ausgewählt worden, dass hier die australische Weltfriedensglocke hängt. Also irgendwie muss jedes Land eine Weltfriedensglocke haben. Und Kaura, aus welchen Gründen auch immer, ist dazu auserwählt worden, dass da die australische hängt, die so wohl aussieht. Mal gucken, ob wir die nachher noch finden. Also recherchieren, warum Kaura. Ja, Vielleicht finden wir es ja noch irgendwo. You're Also, looking at a replica of one of the guard towers that surrounded prisoner of war camp 12, Cowra, during the Second World War. so POW steht für Prisoners of War, also Gefangene des Krieges. Kriegsgefangene, ja.
So wie es aussieht, ist jetzt der Turm. Wir sind wahrscheinlich dann so die Richtung und irgendwie, das haben sie dann aufgeteilt, ja. Japaner haben sie links und Italiener rechts. Und dann kam hier nochmal und da haben sie es genau umgekehrt. Da haben sie dann da nochmal Italiener und hier japanische Offiziere und Koreaner und indischen und. Also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann haben damals etwas über 1100 Japaner auf einen Schlag probiert zu flüchten. So wie es aussieht, sind 394, knapp 400 von denen sind dann auch geflüchtet. Und ich glaube, knapp 300 von denen sind umgekommen. Und unter anderem auch 5 australische Wachleute. Der war 1944 war das, glaube ich, ja. Unser nächster Stopp: 2 Wassertürme. Einer wurde in Anerkennung der indigenen Bevölkerung bemalt. Und der andere zeigt das Gefangenenlager. Ja, also hier sind wir jetzt an den Kriegsgräbern. Wir haben auf einer Seite die japanischen und hier vorne ist der australische. Und in dem australischen Friedhof, da sind 27 Gräber. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, also der älteste, der da gestorben ist, ist 57 gewesen. Und der jüngste, der war 17. Also der war noch nicht mal volljährig. Die 3 Wächter da, die von dem Ausbruch waren, die liegen hier oder da? Hier steht nur 4 australische Soldier und 234 Japaner sind getötet. Also wenn es australische Soldaten waren, dann denke ich mal, werden die wahrscheinlich hier mit da liegen, weil das sind die Soldatengräber. Also Nachforschung brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Eben, man kann da einen Barcode scannen und kann sich auf YouTube ein Video angucken, ein bisschen über die Geschichte von der Stadt. Und es gibt also von dieser Glocke, von der Weltfriedensglocke, insgesamt 21 Stück über die gesamte Welt verteilt. Das Original steht vor dem United Nations Gebäude New York? in New York und alle anderen sind im Prinzip Kopien von dem Original. Also insgesamt 21 Stück. Und warum Kaura? Durch die Geschichte, die Kaura hat, vor allen Dingen mit dem japanischen Volk zusammen, weil die so eine tiefe Verbindung zu den Japanern und der Geschichte hatten, wahrscheinlich durch dieses Gefangenenlager und den Ausbruch, und die sich unheimlich einsetzen für den Frieden, vor allen Dingen auch zwischen den 2 Nationen. Und deshalb ist es damals zu denen gegeben worden. Durch diese Leidenschaft, was sie da reinpacken und Erhaltung vom Frieden und was alles. Deshalb ist es hier hingekommen und nicht in irgendeine andere Stadt. Ja. Weil Und das war die Entscheidung vom Weltfriedenkomitee? Oder von dem Komitee, ja. Das heißt im Prinzip, die Glocke haben sie mehr oder weniger auf jeden Fall gekriegt. Es war halt bloß die Frage, wo machen sie das hin? Und dann haben sich verschiedene Orte angeguckt und wie gesagt, durch die Leidenschaft, die sie hier an den Tag gelegt haben, haben sie das dann hier nach Kaura gemacht. Ja, super toll, wenn es funktionieren würde. Ne? Puff, und überall ist Frieden. Scheinen sich hier wohl zu fühlen. Ja, wir stehen jetzt hier unter der Brücke direkt am Eingang von Kaura, oder? Und man hat die hier verziert mit ein paar Wandgemälden von Aboriginal. Entweder es ist Aboriginal Art oder es ist nur der nachempfunden. Wissen wir natürlich nicht. Haben noch kein Schild dafür gefunden. Aber die schauen wir uns jetzt mal an. Es sieht hübscher aus als eine langweilige normale Brücke. Genau.
Wir tanken mal wieder. Wir können billig tanken für nur 2,70 $. Ja, weil die Spritpreise gehen ja wie überall auf der Welt im Moment absolut durch die Decke. Und wir tanken jetzt überall, wo wir billig tanken können. Und im Moment sind es 2,69 € und damit liegen wir im guten Mittel von Sydney im Grunde genommen. Ansonsten liegen die Preise über 2,70 oder 2,80 schon. Ist natürlich nicht zum Vorteil von unserer Reise, weil wir ja darauf angewiesen sind, halt regelmäßig nachzutanken, weil wir halt viel fahren. Aber trotzdem haben wir uns entschlossen, eben nicht die Reise jetzt in die Big Lab abzubrechen. Wir machen es halt einfach ein bisschen ruhiger und fahren ein bisschen weniger und hoffen, dass denn die Spritpreise sich irgendwann stabilisieren. Aber bis dahin tanken wir überall nicht, weil wir müssen, sondern weil wir Sprit kriegen. Ja. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht wird es ja irgendwann restriktiert, also irgendwann, Rationiert. wie gesagt, ja, Weil das steht nämlich zur Debatte, dass man nur eine bestimmte Menge an Diesel kriegt. Und hier an der Tankstelle haben wir schon gesehen, darf man die Jerrycans, was sind das, die Reservekanister, Reservekanister, ja. darf man die Reservekanister nicht nachfüllen. Okay. Maximal einer steht, glaube ich, da. Ein Jerrycan per vehicle and pots and trailers to farmers only. Ah, okay, also nur für Farmer. Okay. Farmer dürfen auch einen Jerrycan mitnehmen, also einen Reservekanister, aber normale Leute nicht. Was hat er jetzt für eine Nummer hier? Okay, dann gehen wir jetzt bezahlen und dann fahren wir weiter. Okay. Und wie viel haben wir jetzt nachgetankt und was hast du bezahlt? Bezahlt einen knappen 100er für steht die Literzahl gar nicht. Dann guckt auf die Gar nicht drauf, Zapfsäule. das ist nur die Rechnung, ja. Ich glaube 99,94 $. Für 37 Liter. Da fällt dir echt nichts mehr zu ein. Fällt dir absolut nichts mehr zu ein. Ja, was willst du machen? Wir haben eine neue Aussichtsplattform gefunden und auf der stehen wir jetzt und schauen auf die Stadt Bathurst. Genau. Die Australier kennen sie mit Sicherheit alle. Ja, Die Deutschen vielleicht nicht. nicht so viel. Ja. Und das Besondere halt an aus dieser Aussichtsplattform ist, dass die in der Mitte von einer Rennstrecke liegt. Ja. Die ganze Rennstrecke ist wie früher in Berlin mal die AWUS war. Zu normalen Zeiten ist die Rennstrecke eine ganz normale Straße, deshalb kann auch jeder über diese Rennstrecke drüber fahren, aber Geschwindigkeitsbegrenzung 60 Stundenkilometer, weil es eine öffentliche Straße. Aber an Rennwochenenden, wenn die Bathurst 1000 sind oder so, dann wird es halt zugemacht und dann ist es ein Stadtrennkurs und dann ist hier die Hölle los. Ja, ich habe gelesen, 200.000 Besucher werden an den 4 Tagen dann halt erwartet. Ja. Das ist schon jede Menge. Und wir lassen uns natürlich auch nicht nehmen, die Strecke mal zu fahren, oder? Ja, die kleine Stückchen sind wir schon gefahren. Ja, wir mussten Wir hierher mussten ja kommen. hierher kommen. Ja, wir gucken uns so 1, 2 Sachen an. Dann fahren wir noch mal den Rest von der Strecke, vielleicht auch die ganze Strecke mal in einem Ring durch. Weil wann hat man so eine Gelegenheit schon mal wieder? Die Rennstrecke ist 6,213 Kilometer lang. Okay, ich habe vorhin gesagt 6,6, also war falsch, also 6,2. Ja. Bevor die Rennen waren, war diese Strecke eine Scenic Route, also eine, wie heißt das eigentlich? Was heißt Scenic Route auf Deutsch? Irgendwann haben wir es mal übersetzt. Jedenfalls ist es eine schöne Strecke mit Ausblick, sagen wir es mal so rum. Ja. Und Mitte der 1930er Jahre haben sie dann angefangen, hier die ersten Rennen zu fahren. Und die Rennen sind aber jetzt keine Formel-1-Rennen, sonst würde man die ja in Deutschland auch kennen. Das sind so eine Art Tourenwagenrennen. Und da in Bathurst alles schnell ist, sieht es so aus, als wenn hier auch die schnellsten Müllwagen von Australien durchkommen. Weil wo sieht man schon mal Mülltonnen abholbereit an der Rennstrecke stehen? Ja, das liegt bestimmt daran, weil da ist nämlich ein Picknickplatz. Feel the engine roar, the track's alive, every heartbeat racing, ready to drive. Sun is shining, tires hit
flashing colors blur by. In this moment, we reach flying high. Speeding through the sun, no looking back. On this race course, we own the track. Hands on the wheel, heart in the sky. Living the dream, just you and I. Every corner calls, a thrilling bend, chasing freedom that will never end. Smiles are wide, the world's a blur. In this fast lane, just us for sure. Speeding through the sun, no looking back. On this race course, we own the track. Hands on the wheel, heart in the sky. Living the dream, just you and I. Feel the rush, don't let it fade. In this moment, memories made. Racing shadows, chasing light. Together fast, for day and night. Speeding through the sun, the story's told. In every lap, we brave and Wo gehen wir jetzt hin? Ins National Motor Racing Museum. Mal gucken, wie es ist. Meine Frau hat gesagt, super. Ich weiß nicht, ob es super ist. Werden Aber wir wann kommst du feststellen. schon mal so dicht dran da? Ja, ich meine, der Parkplatz ist nicht gerade wegen Überfüllung geschlossen, aber wir gucken einfach Dann mal. wird es wenigstens nicht überfüllt sein. on this race course, we own the track. Hands on the wheel, heart in the sky. Living the dream, just you and I. Feel the rush, don't let it fade. In this moment, memories made. Racing shadows, chasing light. Together fast, for day and night. Speeding through the sun, the story's told. In every lap, we brave and bold. Keep the fire, let it run. Forever fast, forever young. Irgendwie haben wir uns angeschissen mit dem Wetter, oder? Ja, weil der Wetterbericht sich mal wieder nicht entscheiden konnte. Also Ja. jetzt auf jeden Fall vormittags strahlende Sonne. Wäre der Racing-Kurs besser gewesen. Ja. Der Rennkurs. Naja, kann man nichts machen. Da gehen wir rein. Jetzt müssen wir bloß den Eingang finden. Entry via Courtyard. Courtyard, also einmal hinten rum. Meinst du, das ist Originalgröße? Keine Ahnung. Weiß nicht. Vielleicht. Das Museum hier hat 3 Unterteilungen und wir sind jetzt in der ersten, die nur Informationen zu Kritischen wie das in- Mineralien. In Deutsch heißt es, glaube ich, seltene Erden. Ja, okay. Ja. Und die ist nicht permanent hier, die ist nur zeitweilig Temporär, ja. hier. Ja, und da schauen wir jetzt mal als erstes rein. Das Government hat bestimmt, welche Mineralien kritisch sind, anhand von 2 Key-Faktoren, also Schlüsselfaktoren. Der eine ist, es ist wichtig für die nationale Sicherheit oder das Funktionieren der Gesellschaft. Und der zweite Punkt ist die Unterbrechung der Lieferkette durch Kriege oder Naturkatastrophen oder wie auch immer, was wir ja gerade erlebt haben oder gerade erleben. Und wie viel man eigentlich von diesen kritischen Elementen im alltäglichen Leben hat, zeigen sich hier auch, dass im normalen Wohnraum, in der Garage, bei der Energieversorgung, ja, und einiges mehr. Und das ist ein ganz kritisches Mineral. Weil wenn die Lieferkette unterbrochen wird, bin ich aufgeschmissen. Ja. Und man kann es nirgendwo anders finden. Also Ich bin nur kein Mineral, ich bin ein Lebewesen. ja. Und woraus bestehst du? Kohlenstoff? Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen.
Wir befinden uns jetzt in der Mineraliensammlung. Ich habe den Namen vergessen, vielleicht sollte man den einbinden. Da hat wohl der Gentleman, dem das gehört, der ist wohl über 90 Jahre mittlerweile, der lebt wohl noch. Der hat sein gesamtes Leben lang Mineralien gesammelt und man hat gesagt, dass die Sammlung, die wir uns jetzt hier angucken, ungefähr 1/3 von dem ist, was der besitzt. Ja, und anfangen tun wir gleich mit diesem schönen Spruch, Mit der dem hier schönen dran Spruch hier, steht. ja. Die Erde enthält ihr eigenes Kunstwerk, Mineralien. Yep. Wobei das ja fast nicht nur auf Mineralien, wir haben ja schon viele Kunstwerke gesehen, die die Natur vorgebracht hat. Und hier haben wir natürlich ein paar schöne Exemplare, ein paar kleine. Ja. Also, wir müssen nicht lange nachforschen, wir haben es hier drin sofort gefunden. Also der Gentleman, dem das gehört, ist Warren Somerville. Niki, die Frage für dich. Wenn die das Zeug finden, wie kriegen die Sand oder Dreck oder sonst irgendwas da raus und machen das Ding so schön, um es auszustellen, ohne diese glasartige Gebilde mit den ganz Kristalle. dünnen, haarfeinen Kristallen, ohne die Dinge abzubrechen? Okay, jetzt sind wir aus der Mineralienabteilung raus und jetzt kommt es in das letzte Stück in die Fossilienabteilung. Und die haben gesagt, was ist das, ein Tyrannosaurus Rex? Aber sie gesagt haben, ich glaube, das sind Nachbildungen. Das sind keine Originale. Gestatten, Heike, Luis, Heike. Kannst du unterm Kinn kraulen. Ich glaube, so eine lange Arme habe ich nicht. Es sei denn, du möchtest gerne meine Lebensversicherung in Anspruch nehmen. Nee, aber du bist fast auf Augenhöhe mit ihm. Bisschen höher, ja, aber. Die Knochen sind alle opeleist und die Opelsammler haben die Knochen mal gefunden und dann haben sie die alle einfach zertrümmert, um sich im Prinzip die guten Opelstücke rauszuholen, die dann vielleicht noch als Opal was wert sind. Und den Rest von den zertrümmerten Dinosaurier-Skelett haben sie dann im Prinzip einfach auf den Boden geschmissen. Und dann hat die irgendwann jemand mal gefunden und so richtig zusammen kriegen sie die aber nicht mehr, weil sie gar nicht mehr genau wissen, was jetzt wohin gehört, weil sie das alles so klein in Stücke gekloppt haben. Und weil halt die Hälfte wahrscheinlich fehlt. Da fehlt, glaube ich, sogar noch mehr. Ich glaube, die haben gesagt, alles, was sie gefunden haben, sind ungefähr 15% von einem, der mal 7 Meter lang war und 25% von einem, der 3 Meter lang war. Also nicht wirklich viel. Also ein Plesiosaurus im Grunde. Ja. Und dann, wie gesagt, noch die ganzen Stücken, probier die mal wieder zusammenzumachen. Der Rest ist wohl irgendwo im Museum, stand, glaube ich, dran. Die versuchen das im Laufe der Zeit nach und nach zu reinigen und zusammenzusetzen, aber viel ist halt nicht übrig. Jetzt ist halt die Frage, was ist mehr wert, dass es alte Dinosaurierknochen sind oder dass es opeleist ist? Ja, weißt ja auch gar nicht genau, inwieweit, wenn du ein Opalsammler bist, inwieweit haben die das überhaupt realisiert? Dass die hätten vielleicht mit dem kompletten Skelett mehr Geld machen können, als mit den Opalen, die sie rausgeholt haben. Oder vielleicht haben sie gewusst, die Opale sind mehr wert. Oder wie gesagt, vielleicht haben sie es einfach nicht gewusst und haben gesagt, oh, Knochen und raus. Keine Ahnung, weiß du halt nicht.
Wir hatten noch ein schönes Gespräch mit den beiden Mitarbeitern, die hier im Prinzip kassieren und so. Und wir haben mal gefragt, also dieses Gebäude war ursprünglich eine Schule gewesen. Ja, obwohl es sind, glaube ich, 2 oder 3 Gebäude, alles zusammen. Aber Ja. ja, es war Schule mit lauter Schulräumen und in der Hochzeit waren bis zu 1000 Schüler hier drin. Schüler hier. Also das ist schon enorm. Und was wir denn noch erfahren haben, Niki, du musst nicht mehr so viel gucken. Wir wissen jetzt im Prinzip, wie sie die zerbrechlichen Steine verschifft haben und wie sie die reinigen. Und ich hätte ja auch gedacht, eventuell, keine Ahnung, Watte oder Bubble Wrap oder irgendwie sowas. Nee, sie hat uns gesagt, die packen die Dinger in Waschpulver. Weil Waschpulver kompaktet sich nicht, also das wird nicht zusammengepresst. Das geht in jede Ritze irgendwo rein und dann kann im Prinzip auch nichts abbrechen. Und wenn die Dinge am Bestimmungsort ankommen, dann hat es 2 Vorteile, weil die meisten sind ja nicht wasserlöslich, sondern die stellen sie dann einfach in Wasser rein und zum einen ist dann sofort das Verpackungsmaterial weg und zum anderen sind sie blitzblank sauber. Also so transportieren die Dinger in Waschmittel. Erstmal so anfangen. Die sind, wenn sie die finden, sind die normalerweise wie so eine Eier. Also die sind luftgeschützt, da kommt keine Luft ran. Deshalb sind sie eigentlich von Hause aus relativ sauber. Wenn sie dann aber aufgebrochen werden, damit man sie sehen kann, dann werden sie natürlich im Laufe der Zeit etwas dreckig oder staubig. Und dann sagt sie, bei denen, die wasserlöslich sind, hat man dann keine andere Möglichkeit. Da sitzt dann wirklich irgend so ein armer Tölpel und mit einem ganz feinen, dünnen Pinsel und pinselt den Staub darunter, sagt sie, gibt es keine andere Möglichkeit. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Nee, aber was hat sie gesagt? Der Typ hatte schon vor 70 Jahren oder so, 70, 80 Jahren hat er das schon angefangen so zu machen. Also Ja. Hut ab. Und bin ja natürlich, also die ganzen Ausstellungsstücke sind nicht nur von Australien, die sind auch international. Und Ja, da hat der sie hat eine auch kleine Story erzählt, kleine Geschichte erzählt, dass der die halt im Waschpulver und wenn die dann halt über die Grenze gehen, ein weißes Pulver, da waren sie alle ein bisschen skeptisch, haben dann probiert und danach haben sie ihn dann immer durchgewunken. Fanden die an der Flughafenkontrolle nicht wirklich komisch. Aber nach dem ersten Mal, Ich denke mal, heute werden sie nicht mehr mit der Zunge probieren. Heute Nee. haben sie halt ihre kleinen Tütchen, die sie dann da halt gucken. Und wenn da keins anschlägt, dann wissen sie auch, dass das halt keine... vielleicht wird sowas heute auch versiegelt, dass man Keine das Ahnung. Ding da hat. Oder ja, keine Ahnung. Ja, aber war eine gute Unterhaltung gewesen, hat mir gefallen. Und Ja. jetzt gehen wir weiter, jetzt gehen wir noch ein bisschen durch die Stadt, gucken uns noch ein paar alte Gebäude an. Und dann war es das für heute, oder? Ja. Ja, Damit dann- ist die Woche jetzt wieder zu Ende. Stimmt Damit, jetzt schon. ja, damit war es dann auch. Und mit den letzten Bildern von der Innenstadt verabschieden wir uns für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder einen Kommentar oder abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Jetzt hast du doch wieder alles alleine gesagt. Oh, möchtest du es nochmal sagen? Okay, bye. Auf der einen Seite würdest du jetzt erwarten, wenn du so auf das schöne alte Courthouse von hier drauf guckst, dass jetzt gleich Marty McFly von der Uhr da oben runterfällt. Weil sieht doch fast genauso aus, oder? Ja.